Hallo zusammen, Pankake. Könnt ihr euch eine gewöhnliche Pistole vorstellen? Wisst ihr, dass Ingenieure, die auf der Suche nach der bequemsten und effektivsten Waffe experimentierten, einzigartige und manchmal sogar absurde Modelle erschufen? Seltsame Formen, originelle Eigenschaften. Heute zeigen wir euch die ungewöhnlichsten Pistolen der Welt. In der Geschichte der Waffentechnik gab es immer Tüftler, die versuchten, eine Art Rekordhalter nach bestimmten Kriterien zu schaffen. Und die erste Waffe in unserer Auswahl beeindruckt mit ihrer winzigen Größe. Die Kalibri-Pistole. 1910 wurde sie vom österreichisch-ungarischen Uhrmacher und Konstrukteur Franz Fanle entworfen und in Serienproduktion gebracht. Es handelt sich um eine sehr kleine Feuerwaffe, deren Länge 6 cm und 5 mm nicht überschreitet und das Gewicht beträgt 220 Gramm. Die Kalibri-Pistole passt leicht in die Hand eines Mannes und lässt sich gut verstecken. Außerdem kann man ihn in einer kleinen Handtasche tragen, aber trotz alledem hat er sich nicht weit verbreitet. Die Sache ist die, dass die Kalibri nicht einmal als echte Feuerwaffe angesehen wird. Es handelt sich um eine Mehrladepistole. Er fasst gleich 6 Patronen, aber deren Kaliber beträgt nur 2 mm. Solche kleinen Munitionen haben eine sehr schwache Feuerkraft. Die winzige Kugel kann nur kratzen oder jemanden erschrecken, aber keinesfalls verletzen oder gar töten. Daher liegt der einzige Wert dieser kleinen Waffe in ihrer Seltenheit. Von 1910 bis 1914 wurden nur etwa 1000 Exemplare dieser Pistole hergestellt. Heute ist jede Kalibri ein echtes Sammlerstück. Die nächste Waffe ist zwar kein Rekordhalter, hat aber eine ziemlich interessante Form. Waffenentwickler haben immer davon geträumt, ein System zu entwickeln, das mit einem Schuss mehrere Ziele treffen kann. Und ein solches System erschien tatsächlich im fernen 17. Jahrhundert. Die Pistole Entenpfote oder, wie sie auch genannt wird, Hand des Todes. Diese Mehrladewaffe sieht vor, mehrere Läufe nicht dicht nebeneinander, sondern fächerförmig anzuordnen. Die Anzahl der Läufe kann von 3 bis 9 variieren. Aber je mehr Läufe, desto schwieriger ist es, damit zu schießen, wegen des starken Rückstoßes. Natürlich konnte man auch die Präzision beim Einsatz solcher Waffen vergessen. Angesichts der grundsätzlich geringen Schussgenauigkeit aller frühen Modelle von Handfeuerwaffen waren viele mit dieser zufrieden. Aber wer hat gesagt, dass die Hand des Todes Präzision benötigte? Die Entenpfote war eine ziemlich furchterregende Waffe gegen jede Menge. Jeder Mensch, der dieses ungewöhnliche Gerät in den Händen hielt, konnte mit einem Schuss mehrere seiner Gegner treffen, selbst wenn sie in beträchtlichem Abstand zueinander standen. Am häufigsten wurde diese Pistole von Marineoffizieren und Gefängniswärtern verwendet, wenn sie schnell einen Aufstand niederschlagen mussten. Denn es ist unklar, auf wen eine Person zielt, die eine so ungenaue Waffe hält. In Zukunft wurden von Pistolen ganz andere Anforderungen gestellt. Neben Reichweite, Genauigkeit und Mehrladefähigkeit wurde auch der Geräuschlosigkeit Beachtung geschenkt. Die reaktive oder Raketenpistole Girojet wurde Anfang der 1960er Jahre entwickelt. Die Autoren der Entwicklung waren Konstrukteure der amerikanischen Firma NBSSH-8. Sie waren von der Idee begeistert, ein Waffenmuster zu schaffen, das bei hoher Effizienz der verwendeten Munition mit minimalem Geräusch abfeuern würde. Die Waffe schoss tatsächlich mit miniaturisierten Raketenprojektilen, die aus rostfreiem Stahl mit einer spitzen Spitze im Kaliber von 13 mm gefertigt waren, und die Anforderungen an Geräusch und Schusswirkung wurden seltsamerweise erfüllt. Die Pistole hatte ganz gute Leistungsmerkmale. Der Rückstoß war praktisch nicht vorhanden und anstelle des Geräuschs der Pulverexplosion war nur das Zischen der fliegenden Rakete zu hören. Aber damit endeten die Vorzüge des Girojet. Die aus dieser Pistole abgefeuerten Kugeln benötigten eine gewisse Zeit, um sich zu beschleunigen und eine zerstörerische Geschwindigkeit zu erreichen. Deshalb war die Raketenpistole im Nahkampf wenig effektiv, während der Girojet auf große Distanz ziemlich ungenau schoss. In Kombination mit der geringen Magazinkapazität, den großen Abmessungen und der nicht besonders hohen Zuverlässigkeit des Systems erlangten die Raketenpistolen keine nennenswerte Popularität. In der modernen Welt wird von Waffensystemen eine noch höhere Effizienz gefordert. Konstrukteure und Erfinder begannen darüber nachzudenken, wie man den Schützen schützen und die Gefahr eines Treffers minimieren kann oder sogar vollständige Sicherheit für Soldaten während des Feuers gewährleisten kann. Anfang der 2000er Jahre entwarfen und veröffentlichten Amos Golan, ein Erfinder von Cornershot Holdings LLC, zusammen mit israelischen Konstrukteuren ein System zum Schießen um die Ecke, Cornershot. Das gesamte System besteht aus einer universellen Drehplattform, auf der fast jede gewünschte Waffe montiert werden kann. Die meisten modernen Pistolen,
amerikanische Sturmgewehre, einige europäische Waffen und sogar Granatwerfersysteme. Die Drehung erfolgt durch das Brechen der Plattform mit einem Hebelverschluss. Ein Winkel von 63 Grad in beide Richtungen ist verfügbar. Das Schießen ist dank eines Hebels möglich, der mit dem Abzug verbunden ist. Zum Ziehen um die Ecke wird ein spezieller Bildschirm und eine Kamera verwendet. Das Hauptmerkmal dieses Systems ist, dass der Lauf nicht ständig gebogen bleibt. Seine Position kann auch für normales Feuer fixiert werden. Nach der Präsentation dieses Systems interessierten sich 15 Länder für die Erfindung und kauften eine Testcharge, aber bis heute haben die großen Einkäufe von Cornershot noch nicht begonnen. Nicht nur in der Gegenwart, sondern auch im Mittelalter dachte man an den Schutz, denn das Leben und die Gesundheit des Menschen sind zu allen Zeiten der höchste Wert. In der Mitte des 16. Jahrhunderts demonstrierte der Italiener Giovanni Battista dem englischen König Heinrich VIII. Eine ungewöhnliche Erfindung. Es war eine Schildpistole. Der Vorteil dieser Waffe ist neben dem Schießen auch der Schutz. Die Maße des Schildes betrugen etwa 45 cm und der Mechanismus des Schießens ist derzeit nicht ganz klar. Diese Erfindung ist zweifellos einzigartig, hatte aber dennoch eine Reihe von Nachteilen. Erstens war das Schild äußerst schwer. Er wog ganze 20 Kilogramm und um aus der Pistole zu schießen, war unbedingt eine stabile Unterstützung erforderlich. Zweitens bot eine solche Rüstung selbst in dieser Epoche keinen absoluten Schutz. Drittens ist unklar, wie die Pistole nachgeladen wurde. In dieser Zeit war alle Waffen vor der Lader. Wie lädt man eine solche Pistole nach, ohne sich dem Gegner zu öffnen? Außerdem war es sehr schwierig zu ziehen. Das Gerät hatte kein spezielles Visier, denn es war im Grunde genommen einfach ein Schild mit einem Loch in der Mitte. Obwohl der englische König von dieser Erfindung sehr begeistert war, wurde der Schildpistole in dieser Epoche keine beliebte Waffe für Krieger. Meine Herren, wollt ihr nicht die Zeit an unseren Ohren überprüfen? Wenn man sie mit so einer Bitte anspricht, denken Sie mehrmals nach, bevor Sie sich nähern. Diese Person könnte eine echte Pistole in ihrer Hand verbergen. Die Pistolenuhr fand im 19. Jahrhundert in England recht große Verbreitung. Die Urheberschaft dieser einzigartigen Waffe ist bis heute unbekannt. Klar ist nur, dass solche Systeme speziell auf Bestellung von sehr geschickten Menschen hergestellt wurden, wahrscheinlich von Uhrmacherkonstrukteuren. Die Dicke solcher Uhren überschritt nicht einmal einen halben Zentimeter und sie sahen ganz gewöhnlich aus, aber innen befand sich eine echte Einzelladerpistole, für die auch die spezielle Kugel von Hand hergestellt wurde. Die Kugel hatte natürlich einen sehr kleinen Kaliber, aber mit den richtigen Fähigkeiten kann man auch mit so einer Waffe einem Menschen erheblichen Schaden zufügen. Solche Waffen werden heute nicht mehr verwendet. Es sind ernsthaftere Spionagesysteme aufgetaucht. Modelle von Pistolenuhren kann man in Sammlerläden finden. Waffen, die in Accessoires eingebaut sind. Warum nicht? Neben den originalen englischen Uhren gibt es noch etwas, das nicht weniger heimtückisch und tödlich ist. Und es sieht, um ehrlich zu sein, nicht schlechter aus. Die Rede ist von einem Revolverring. Er war im Europa des 19. Jahrhunderts sehr beliebt und wurde keineswegs geschaffen, um die Finger der Damen zu schmücken. Es gibt viele verschiedene Varianten dieser Waffe, aber fast alle sind kleine Ringe, auf denen anstelle eines Edelsteins ein Revolverzylinder sitzt. Der Durchmesser dieses Zylinders beträgt etwa 14 bis 16 mm. Er enthält 5 oder 6 Kammern oder anders gesagt Patronen mit einer Länge von 10 bis 11 mm. Der Zylinder dreht sich mit der Hand in jede Richtung und ermöglicht es, mühelos jede der Kammern gegenüber dem Schlagbolzen zu positionieren. Der Abzug befindet sich dabei direkt neben dem Zylinder und der gesamte Mechanismus ist im Inneren des Rings verborgen. Interessant ist, dass der Revolverring keinen Sicherungsmechanismus hat, was besondere Sicherheitsvorkehrungen erfordert. Derzeit gibt es praktisch keine Informationen über die Hersteller dieser Waffe. Wahrscheinlich wurde sie in England, Frankreich und Belgien hergestellt. Es wird angenommen, dass der Ringpistole für Männer entworfen wurde, aber eine der bekanntesten Markierungen dieser Waffe ist die Gravur Femme Fatale, Schicksalsfrau. Heute ist dieses ungewöhnliche Exemplar nur noch in Antiquitätengeschäften und privaten Sammlungen zu finden. Ein weiteres einzigartiges Alltagsobjekt ist der schießende Stock. Heute trifft man nicht oft einen jungen Gentleman mit diesem Gegenstand in der Hand, aber in der Mitte des 19. Jahrhunderts war er ein Muss. Es ist ein Statussymbol, das von den Adligen der Renaissance getragen wurde. Ein echter Gentleman verließ praktisch nie das Haus ohne seinen Stock. Abgesehen davon, dass man ihn zur Selbstverteidigung nutzen konnte, gab es auch ungewöhnliche Stöcke mit eingebauter Schusswaffe. Im Jahr 1858 stellte der Mechaniker John F.
Thomas patentierte ein Einzelladergewehr. Es diente als Grundlage für diese ungewöhnliche Erfindung. Der Stockpistole schoss mit Patronen im Kaliber 31 und um einen Schuss abzubieben, musste man den Griff des Stocks in die Spannposition ziehen und auf einen kleinen Knopf drücken, der den Schlagmechanismus aktivierte. Wie bereits erwähnt, konnte man mit einem solchen Stock nur einmal schießen, danach war ein recht kompliziertes Nachladen erforderlich. Man musste den Stock auseinanderschrauben, eine neue Patrone einsetzen und alles wieder zusammenschrauben. Bevor die schießenden Stöcke aus der Mode kamen, stellte Remington etwa 4.500 solcher versteckten Pistolen her. Heute ist das Tragen solcher und anderer Spionageerfindungen in vielen Ländern der Welt verboten. Und was, wenn während ihres Snacks jemand beschließt, sie anzugreifen? Wahrscheinlich waren genau solche Gedanken der Schöpfer des nächsten Feuerwaffenmodells beschäftigt. Das Taschenmesserpistole wurde in verschiedenen Varianten sowohl in der Konstruktion als auch in der Gestaltung hergestellt. Er wurde ebenfalls dort, in England, in den 1860er Jahren von einem Herrn Unwin zusammen mit Herrn Rogers erfunden. Neben der Tatsache, dass es sich um eine echte Pistole handelte, die ziemlich starke Patronen im Kaliber 5,6 mm verschoss, enthielt der Griff dieser Erfindung ein Messer oder einen Dolchschwund, eine Gabel. Dabei konnten diese beiden Geräte vom Waffen getrennt werden und separat verwendet werden, ohne das Risiko, sich selbst oder den Nachbarn am Tisch zu erschießen. Einige Ausführungen beinhalteten außerdem einen Korkenzieher. Er war in die Waffe anstelle des Abzugs integriert und hatte eine doppelte Funktion. Die Hauptfunktion war das Abfeuern und die zusätzliche das Öffnen von Flaschen. Genau lässt sich nicht sagen, wie erfolgreich diese Erfindung in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts war. Aber die Anzahl der in modernen Sammlungen vorhandenen Exponate ist beeindruckend. Angesichts der Tatsache, dass solche Taschenmesserpistolen individuell nach Bestellung gefertigt werden konnten, ist es wahrscheinlich, dass die Erfindung bei der englischen Aristokratie erfolgreich war. Und das letzte Exemplar in unserer heutigen Auswahl ist die Fallstrickpistole. Das Vorbild dieses Geräts sind die vorsichtigen Bögen, die früher zum Fangen von kleinen Tieren verwendet wurden. Solche Fallen wurden in Scheunen aufgestellt, um Schädlinge loszuwerden. Doch eines Tages kam einem unbekannten Menschen die Idee, einen solchen Mechanismus gegen Diebstahl zu verwenden. So entstand die Fallstrickpistole. Der Mechanismus wurde in Türöffnungen, besonders gesicherten Schränken und Truhen installiert. Und das Prinzip seiner Funktionsweise ist ziemlich einfach. Der Dieb, der ins Haus eindrang, berührte das Seil oder den Draht, der den Mechanismus aktivierte. Der Abzug wurde betätigt und es erfolgte ein Schuss. So erlitt der Gesetzesbrecher Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades, die manchmal zum tödlichen Ausgang führten. Es sind auch andere Produkte mit ähnlichem Zweck bekannt, die jedoch weniger verletzungsgefährdend sind. Sie bestanden aus einem Schloss mit 2 Schlüssellochöffnungen. Eine falsche war sichtbar, während die andere sicher versteckt war. Der Dieb mit einem Dietrich versuchte natürlich, das Schloss von der falschen Seite zu öffnen und aktivierte somit den Abzugmechanismus. Die Ladung kleiner Kaliber traf den Gesetzesbrecher direkt ins Gesicht. Im besten Fall konnte der Dieb nur mit einem Schrecken davonkommen, im schlimmsten Fall mit einem Verlust des Augenlichts. So wurden Diebe in Europa zu jener Zeit mit schädlichen Tieren gleichgesetzt und erhielten die härtesten Strafen bei Versuchen, das Gesetz zu brechen. Ungewöhnliche Pistolen tauchten zu allen Zeiten auf, einige dienten der Selbstverteidigung, andere dem gezielten Mord, und es ist unklar, welche Motive die Schöpfer der vorgestellten Modelle hatten. Aber eines ist sicher, die menschliche Fantasie in Kombination mit Kreativität ist zu vielem fähig. Wenn euch unser Video gefallen hat, gebt unbedingt einen Daumen hoch. Sicherlich kennt einer von euch andere ungewöhnliche Exemplare von Schusswaffen. Wir freuen uns, von Ihnen in den Kommentaren zu lesen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten interessanten Video.